Heute zeige ich dir 5 typische Fehler, die fast jeder Hobby-Detailer macht und wie du sie vermeiden kannst. Für die meisten ist die Fahrzeugpflege ein Hobby, für den einen oder anderen wird es später auch mal mehr, aber selbst wenn man im Hobbybereich bleibt, bleibt es tatsächlich nicht aus, dass der eine oder andere einen anspricht, weil man feststellt, dass dein Auto immer besonders gut aussieht und deswegen wirst du wohl nicht umhin kommen, dass der Nachbar, der Freund, die Freundin, Bruder, Schwester, Mama, Papa dich fragt, ob du das Auto nicht auch mal so schön hinbekommst. Deswegen möchte ich dir jetzt die 5 typischen Fehler zeigen, die du dringend vermeiden solltest, wenn du noch lange Spaß an einem Hobby haben willst. Starten wir gleich mal mit Fehler Nummer 1. Der erste Fehler, so banal wie er klingt, so oft wird er doch gemacht, lautet zu wenig Fachwissen. Viele denken, wir putzen doch nur Autos, gucken uns ein YouTube-Video an und starten gleich voll durch und glauben, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Leider ist die Fahrzeugpflege kein Lehrberuf oder kein in irgendeinen Rahmen gepackter, zertifizierter Begriff, der genau beschreibt, was man machen und nicht machen sollte. Deswegen kann da jeder so ein bisschen rumfuschen, wie er will und genau hier liegt der Hund oft begraben. Wenn du dich nicht mit Materialien auseinandersetzt, mit den Produkten, mit den Oberflächen, mit denen es zu tun hast, mit den Verschmutzungs- und Kratzerarten, kommst du ganz schnell in Bereiche, wo du was Gutes tun willst, aber die Oberfläche beschädigst und damit den Zustand noch viel schlimmer machst. Deswegen mein erster Tipp an der Stelle, beschäftige dich wirklich mit allen Ressourcen, die du zur Verfügung hast mit dem Thema Fahrzeugpflege und nimm nicht einfach nur hin, dass es nur Autoputzen ist, denn wenn du das machst, dann hat es nichts mehr mit Hobby zu tun, dann geht es nur darum, dein Auto sauber zu machen, das ist vollkommen okay, aber wenn es für dich wichtig ist, dass das Auto möglichst schonend sauber gemacht wird und aufbereitet wird, dann beschäftige dich umfangreich mit Autopflege. Und wenn du prüfen willst, wie gut dein Fachwissen schon ist und ob es dazu reicht, andere Autos aufzubereiten oder überhaupt dein eigenes erstmal aufzubereiten, dann nimm doch an unserem Autolackaffen Detailing Quiz teil. Dort kannst du in einigen Fragen dein Fachwissen unter Beweis stellen und kriegst von uns auch eine Auswertung mit einer Einschätzung, wie gut dein Fachwissen ist. Jetzt geht's weiter bei Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2 ist die Wahl des richtigen Arbeitsplatzes. Und hier ist ein ganz großer Knackpunkt für viele und auch ein Anlass für viele Fragen, die wir dauernd bekommen, nämlich wo kann ich mein Auto waschen, wo sollte ich mein Auto aufbereiten, wie finde ich einen Arbeitsplatz, der feuchtigkeitsgeschützt ist, sonnengeschützt ist, am besten nicht so viel Staub hat und worauf sollte ich da achten. Ein großer Fehler ist hier einfach permanent unter heimischen Bedingungen zu arbeiten, also in einer Garage, wo vielleicht zu wenig Platz ist, unterm Carport, wo Sand vom Wind herbeigeweht wird, in einer Waschbox, wo dich keiner haben will, weil du viel zu lange da rumhängst. Generell ist das nichts Schlimmes am Anfang. Wir haben auch, ihr kennt es aus unseren ersten Videos, unterm Carport gestartet bei meinen Eltern damals und haben dann uns von da aus weiterentwickelt. Aber du solltest dir an irgendeinem Punkt die Frage stellen, geht es jetzt wirklich nur darum, dass ich mein eigenes Auto und vielleicht noch das meines Partners, meiner Partnerin mache, oder geht es darüber hinaus? Und selbst wenn es schon nur der erweiterte Freundes- und Bekanntenkreis ist, solltest du Voraussetzungen schaffen, an denen du vernünftig arbeiten kannst. Sei es erstmal bei einem Bekannten in der Werkstatt eingemietet oder eine Schrauberhalle, die du auf Stunden bezahlst oder. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, über die ich übrigens auch im GVMA Geld verdienen mit Autopflege Online-Kurs spreche. Ist hier auch verlinkt, also wenn du in der Überlegung schon so weit bist, das gewerblich zu machen, guck ihn dir auf jeden Fall an, da gibt es noch zahlreiche Tipps. Hier zusammenfassend möchte ich sagen, widme einfach der Überlegung nach der richtigen Location ein bisschen Aufmerksamkeit und nimm das nicht einfach so, naja, ich mache es halt da, wo es gerade passt, irgendwo draußen an der Straße. Wie gesagt, hier können auch viele Fehler passieren, viele Schäden entstehen, weil einfach die Umgebung nicht perfekt passt. Fehler Nummer 3. Auch wenn es für viele ein Hobby ist, aber in dem Moment, wo eine dritte Person ins Spiel kommt, selbst wenn du sie kennst, müssen wir uns über rechtliche Aspekte Gedanken machen. Was passiert, wenn an dem Auto wirklich ein Schaden passiert? Was ist, wenn du durchpolierst? Was ist, wenn du das Auto von A nach B fährst und einen Unfall verursachst? Wer haftet für diese ganzen Sachen und was ist, wenn dir oder einem Kumpel, der da bei der Arbeit bei ist, irgendwas passiert? Du solltest wirklich nicht vernachlässigen, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, wo wir mit hochwertigen Autos zu tun haben, die viel Geld kosten, wo wir mit Chemie arbeiten, wo wir mit Schleifprodukten arbeiten, also insgesamt mit Sachen, die irgendwo Schäden verursachen können. Lass das wirklich nicht außen vor und kümmere dich darum, was ist, wenn da was passiert. Kläre mit deiner Versicherung ab, sind solche Schäden abgedeckt oder musst du schon anfangen, eine richtige gewerbliche Versicherung abzuschließen. Kläre mit deinen Freunden und Bekannten ab, was passiert, wenn Schaden entsteht. Solange nichts passiert, ist jeder glücklich und jeder happy und wenn du dann noch 50 € Trinkgeld bekommen hast für deine 2 Tage Aufwand, ist das auch schön. Aber in dem Moment, wo du deinem Kumpel seinen RS6 durchpolierst, ist er vielleicht nicht mehr ganz so happy und vielleicht wird das auch nicht so locker genommen. Also beschäftige dich zumindest mit den Themen und sei dir bewusst, was da noch alles so mitspielt, auch wenn du es nur als Gefälligkeit tust. Fehler Nummer 4. Du ignorierst komplett das Zeitmanagement. Im Hobby vergisst man gerne mal die Zeit und macht einfach so lange, bis es fertig ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du nimmst ein Auto von deinem
besten Freund an und sagst, ich mache dir den übers Wochenende fertig und Sonntag um 22 Uhr stellst du fest, ich habe gerade mal das halbe Auto poliert, muss noch den Rest polieren, das ganze Auto noch versiegeln und morgen muss ich arbeiten. Ist ein Riesenthema, was auch oft ignoriert wird, weil ich fange einfach mal an und werde mal fertig. Ich habe eh nicht so die Erfahrung, weil es erst mein zweites, drittes Auto ist, was ich poliere, wird schon irgendwie klappen. Kümmere dich am Anfang so ein bisschen um die Planung deiner Aufträge. Also auch, wie gesagt, wenn es eigene Autos sind oder von Freunden und Bekannten, überleg dir, wie lange wirst du wohl brauchen. Wenn du noch keine Erfahrung hast, nutz zahlreiche Tools. Wie gesagt, es gibt Online-Kalkulationshilfen für die Autopflege. Können wir auch hier gerne mal verlinken, sodass du einfach mal eine Idee bekommst, wie lange braucht denn ein Profi. Oder geh mal bei einem Aufbereiter, von dem du weißt, der macht eine vernünftige Arbeit, auf die Seite und guck, ob der da einen Arbeitsaufwand in seinen Aufträgen zeigt. Also auf seiner Seite unter Leistung geschätzter Arbeitsaufwand. Und wenn der da schreibt, dass ein Two-Step-Paket bei einem, sagen wir mal, was weiß ich, Mittelklasse-Fahrzeug 2 Tage dauert oder 12, 14, 16 Stunden, dann überleg dir, kannst du in der gleichen Zeit fertig werden wie ein Profi, der das jeden Tag macht, oder brauchst du vielleicht noch ein bisschen länger? Also mach dir einfach vorher Gedanken, damit du da nicht deinen Freund, deine Freundin oder am Ende deinen aktuellen Arbeitgeber vertrösten musst. Und Fehler Nummer 5, die fehlende Kalkulation. Alle diese Fehler, die ich dir jetzt aufgezeichnet habe, kannst du so ein bisschen chronologisch abarbeiten, also von sehr grob nach fein. Je weiter wir jetzt hier nach unten kommen zum Fehler Nummer 5, desto unwichtiger wird das für jemanden, der wirklich nur sein eigenes Auto und vielleicht noch das von 1, 2 Freunden im Jahr macht, aber desto wichtiger wird es für jemanden, der darüber hinauskommt. Denn du wirst immer schnell feststellen, dass dann wirklich noch der Nachbar fragt, der Freund vom Nachbarn, du wirst weiterempfohlen und auf einmal stehen im Jahr 5, 10, 15 oder noch mehr Autos bei dir an, die von dir eine Aufbereitung werden wollen. Und deswegen solltest du das Thema Kalkulation nicht außen vor lassen, auch wenn du noch gar nicht im gewerblichen Bereich unterwegs bist. Du setzt am Ende deine Freizeit ein für eine Tätigkeit, die ja dein Hobby ist. Das heißt, im Idealfall soll es so bleiben, dass es dir Spaß macht. Vielleicht hast du auch den Plan, dass du irgendwann damit mal Geld verdienen willst und das gewerblich machen willst. Und gerade dann ist es umso wichtiger, dass du auch über die Kalkulation nachdenkst. Und selbst wenn du sagst, ich mache das nur als Hobby und mir macht das auch bei meinen Freunden Spaß und bei meinen Bekannten Spaß, die Autos aufzubereiten, solltest du trotzdem überlegen, eine Kalkulation anzustrengen. Denn du könntest in der Zeit ja auch am See sitzen, Eis essen, Cocktail trinken, Bier trinken, Fußball gucken, was auch immer tun, anstatt jetzt hier auf den Knien zu hängen und einen Schweller zu polieren. Deswegen ist das Thema Kalkulation ein sehr, sehr wichtiges. Wie man am besten kalkuliert, also ich sag mal rein technisch mit einer Tabelle, habe ich dir schon mal in 2 Videos gezeigt, einmal für den Hauptberuf und für den Nebenberuf. Findest du auch hier nochmal verlinkt, das Video, da findest du auch die Tabellen zum Runterladen. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief rein. Mir geht es jetzt mehr so um die organisatorischen Dinge. Also mach dir einfach mal einen Kopf dazu. Willst du Geld für deine Leistung nehmen? Und wenn ja, musst du darüber nachdenken oder zumindest wissen, dass du dann gewerblich tätig bist. Das heißt, es muss auch eine Gewerbeanmeldung erfolgen. Und auch dann sollten deine Preise irgendwo kalkuliert sein, selbst wenn es Freunde sind. Wie gesagt, es ist immer noch deine Freizeit, in der du auch andere Dinge machen könntest, und in der Regel wirst du ja noch einen Hauptberuf haben, in dem du arbeitest. Und auch wenn du sagst, oder gerade wenn du sagst, die Autopflege soll mal mein Hauptberuf werden, solltest du jetzt schon den richtigen Startschuss setzen und gleich anfangen, wie ein Hauptberuflicher zu kalkulieren. Das heißt, mach dir einen Kopf darüber, welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich das hauptberuflich jeden Tag mache und damit mein Geld verdienen muss oder will. Weil dann kannst du die Kosten gleich von Anfang an in deiner Kalkulation berücksichtigen und musst nicht in dem Punkt, wenn du vielleicht 2 oder 3 Jahre nebenbei gearbeitet hast, auf einmal deine Preise verdoppeln, weil du dann im Hauptberuf viel mehr Geld verdienen musst, als wenn du es nur nebenbei für dein Taschengeld machst. Aber auch in deinem Taschengeld solltest du dir die Frage stellen, wie viel Zeit möchte ich dafür opfern, zusätzlich zu meinen anderen Verpflichtungen, der Arbeit, der Familie, was auch immer, und wie soll diese Zeit bezahlt werden? Wie viel ist mir meine eigene Zeit wert? Und rechne dir diese Zeit bitte in deine Kalkulation mit rein. Rechne dir Material mit rein. Mach mal 1, 2, 3 Autos und schreib dir mal Arbeitsschritte drauf. Wie lange brauche ich für die Wäsche? Wie lange brauche ich für die Politur? Wie viel Shampoo benutze ich? Wie viel Felgenreiniger benutze ich? Damit du auch wirklich da mal einen Anhaltspunkt hast, was du auch am Ende an Geldausgaben hast. Und wenn du das hier genau richtig machst, kannst du dir dein komplettes Hobby damit finanzieren, weil es dir großen Spaß macht und sogar noch den einen oder anderen Euro Taschengeld verdienen. Deswegen vernachlässige diesen Bereich nicht, weil wenn du einmal in diesen Tritt reingekommen bist, irgendwelche Würfelpreise zu nehmen, weil du sagst, ach komm, ich bin jetzt hier 1,5 Tage dran, was habe ich an Material, eine Bestellung, 50 Euro plus ein bisschen Zeit, gib mir 150 und gut ist. Wenn du in diesen Bereich reinkommst, dann wirst du weiterempfohlen und irgendwann geht die Kette so weit, dass die Empfehlungen auch zu Fremden kommen. Und wenn Fremde anfangen, günstige Preise zu bezahlen, dann wird es ganz, ganz schwer, deine Preise zu erhöhen, wenn du hingehst und sagst, jetzt will ich es wirklich nebengewerblich oder hauptberuflich machen, jetzt will ich durchstarten. Deswegen mach dir am Anfang ein bisschen Kopf dazu und denk immer dran, sobald du dafür Geld nimmst, ist es erstmal irgendeine Form einer gewerblichen Tätigkeit,
die angemeldet werden muss, die versteuert werden muss. Also da hängt viel mehr dran, als nur mal so ein bisschen Auto zu polieren. Entscheide dich also, ob du im Hobbybereich bleiben willst und einfach nur für deinen Spaß an Autos arbeiten willst, mit allem, was dazugehört. Stichwort Versicherung, auch bei Kumpels und so. Oder ob du jetzt einen Grundstein legst für dein vernünftiges Business. Und wenn wir dich dabei unterstützen können, nutz gerne den GVMA Online-Kurs, weil ich da einmal von A bis Z alle Themen angesprochen habe, die für dich im Nebenerwerb und auch im Haupterwerb wichtig sind, sodass du dir dann überlegen kannst, ist das was für mich und wie starte ich gleich voll durch mit meiner Selbstständigkeit. In diesem Sinne, schreib mir gerne einen Kommentar oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.